wieder auf Immobiliensuche und erstmal muss man was essen, ne? Frisch vom Baum und gut gestärkt geht's jetzt zum ersten Objekt. Aber erstmal werde ich hier abgeholt. Während ich hier warte, kann ich auch noch ein bisschen was sagen zu der Immobiliensituation in Putty. Ich suche jetzt gerade aktiv für 3 Leute ein Haus. Hier in Putty passiert gerade wirklich sehr, sehr viel. Ich sage ja immer wieder, die Straßen werden gemacht und so weiter. Aber es wird eigentlich flächendeckend aufgehübscht, muss ich sagen. Selbst Gegenden, wo man vorher gesagt hatte, ist irgendwie, ja, vielleicht irgendwie eine ziemliche Assi-Gegend oder so, werden immer schicker und so. So mittlerweile werden ja auch Immobilien in Nevada also gehandelt. Das ist so ein Stadtteil, der ein bisschen industriell geprägt ist, für relativ viel Geld. Und insgesamt sind die Preise hochgegangen. Du kriegst fast gar nichts mehr, was vernünftig ist, unter 100.000. Also wo du sagen könntest, könnte ich jetzt irgendwie halbwegs einziehen. Ist ja jeder anders eingestellt dazu. Wenn ich jetzt sage, kann ich einziehen, dann sagt der andere, reiß das mal ab, als Beispiel. Aber es tut sich wirklich viel. Die Preise gehen hoch, merklich hoch. Ich denke mal, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, weil, wie gesagt, jede Straße gemacht wird. Jeder ist hier gerade irgendwie am Haus renovieren oder neu bauen und so. Also es entwickelt sich auch sehr viel im Stadtbild. Das heißt, also meine ganze Straßenzüge werden teilweise wird bei fast jedem irgendwie was an der Fassade oder am Haus gemacht und so. Und das zeigt mir eben auch, dass scheinbar ein bisschen mehr Geld im Umlauf ist mittlerweile. Und ja, wir haben jetzt auch immer mehr Ausländer, die ich hier kenne, auch Deutsche und so. Nicht zuletzt auch durch mich. Da muss ich mir ja mal selber auf die Schulter klopfen. Aber es wird merklich internationaler, merklich aufgeräumter, merklich schöner. Ich sag mal, die Umwelt ringsrum, also die Natur, die ist ja sowieso ziemlich geil. Logistisch ist es super. Und ich sage es ja auch immer wieder, zum Baden und alles, ist es viel besser als Batumi. Bloß halt ohne Lärm, ohne ja, großartig Tourismus, ohne viel Verkehr. Und man hat jetzt, zum Beispiel gucke ich gerade dahinter, da lief gerade wieder mal ein Schwein über die Straße. Bei mir auf der Straße, da fühle ich mich, ich bin ja immer noch im Stadtgebiet Putty, jetzt auch nicht komplett außerhalb. Also wenn ich jetzt hier 20 Minuten laufe, bin ich im Central Park direkt in der Mitte. Und bei mir laufen halt jeden Tag halt die Kühe und die Schweine vor der Tür rum. Ich komme mir vor wie auf dem Dorf und es ist absolut chillig. Ich ja, kann es nur immer wieder feiern. Und ich denke einfach, dass das sich noch so ein bisschen weiterentwickelt, dass so ein bisschen dieses nächste, ich will jetzt nicht sagen das nächste Ding hier in Georgien, aber ich denke schon, dass hier einiges noch geht. Und deswegen bin ich immer noch ziemlich bullish, was Putty Immobilien angeht. Jetzt warte ich jetzt gerade auf die Maka. Wir wollen dann uns ein paar Immobilien angucken. Und sie ist dann so diejenige, die hier jeden anquatscht und uns die Immobilien reinholt. Und ich versuche dann eben jemanden da irgendwie zu helfen, dass er dann nicht noch mehr Geld bezahlt als notwendig, weil er im Ausländer ist. Und das ist quasi das System. Wir gucken jetzt uns, glaube ich, 2 Immobilien an. Ja, ich muss noch mal fragen, also mindestens eine. Und mal schauen, ob sie unterwegs wieder irgendwelche Leute anquatscht, die da rumstehen. Aber ich glaube, heute ist ein bisschen zeitkritisch. Naja, mal sehen, da kommt sie, glaube ich. Wir sind gleich da. Jetzt quatscht sie wieder irgendjemanden an. Ja. Wir sind da und suchen jetzt das erste Haus. Wir sind da beim Haus und guck mal, was hier gleich direkt gibt. Das sind so Olivenorangen oder wie die heißen. Hier, könnt ihr essen. Mit Schale, schmeckt geil. They are great, you know this? Ah, yeah, lemon. You want? So, das Haus ist es. Ah, scheiße.
Ziemlich groß, sehr guter Zustand. Für georgische Verhältnisse auf jeden Fall. Sehr gepflegt, wie es aussieht. Ich mag hier unten alles diese geilen alten Holzfenster. Die sind sogar auch ziemlich gepflegt. Und oben haben sie dann schon Plastik reingemacht. Ja, hier ist noch ein kleiner Hund. Hey. Garage gibt's. Und noch so ein Hintergebäude. Ja, es ist noch keiner da. Ich gehe jetzt mal noch nicht weiter. Hey, was geht? Und genau. Auf den ersten Blick ein sehr gutes Haus. Garten konnte ich jetzt noch nicht reingehen, weil ich jetzt an diesen Hund jetzt nicht unbedingt vorbeigehen wollte. Ich weiß ja nicht, wie viel Bock der auf mich hat. Aber ihr seht auch hier, ich liebe diese Dinger. Das ist so geil. Genau, und wir haben hier eine ziemlich ruhige Straße. Die wird auch noch gemacht. Das ist das Haus von vorn. Ziemlich gut gepflegt, auch der Garten. Die Straße wird jetzt, denke ich mal, dieses Jahr gemacht. Da hinten geht es rechts zum Strand hinter. Da kann man auch einkaufen und so weiter. Also alles ziemlich nah beieinander. Und standesgemäß gibt es eine Palme im Garten. Haha. Komm mal, Jobert. Ja, hier seht ihr mal die andere Seite vom Haus. Do you want to take again more? Vom Garten would be nice. Also, ich bin jetzt hinten. Das ist jetzt nochmal die komplette Rückansicht. Hier ist irgendwie noch ein Nebengebäude. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Vielleicht kommen wir auch irgendwie rein. Ich weiß nicht, ob der jetzt Schlüssel hat oder ob der einfach nur hier ein bisschen aufpasst. Ja, hier sind verschiedene Zitrusbäume angelegt. Ja, einfach aufmachen. Ja, ihr seht, sehr großer Garten. Zitrone ohne Ende, wenn das kaufentscheidend ist. Ich gehe mal ganz hinter. Für die Angler unter euch gibt es noch einen kleinen Teich. Und guck mal, so groß ist der Garten. Ich schätze mal bestimmt 1200 oder sowas. Würde jetzt meine Schätzung sein. Ich bin gespannt, ob ich dem nahe komme, was er mir jetzt sagt. Ja, das soll 155.000 kosten. Mit Sicherheit ist da noch was zu machen. Aber wirklich von den Häusern, die ich bis jetzt gesehen habe, von außen zumindest, eines der besseren. Innen, ich glaube, wir kommen heute nicht rein, sondern erst am Mittwoch oder so. Aber versuchen wir es erstmal. Wir fahren jetzt dem hinterher und noch zum anderen Haus. Did you say something about how big is this ground and how big it's inside? What is my phone? I don't know. It was here. He sent me the papers also. Also ich habe geschätzt 1100, habe ich ja vorhin gesagt, bis 1200 und 1062 sind's. Krasses Augenmaß, Ja. oder? 340. Und 340 innen. Also die rechnen hier die Brutto-Grundfläche in der Regel. Das heißt, wenn man jetzt außen ums Haus geht und da jetzt Maßband anlegen würde, dann wären es 340. Da zählen aber auch nach den ihren Maßeinheiten I love this. alle, wir close to Matakwa, honestly. Laut den ihren Maßeinheiten zählen da auch Nutzräume und alles mit rein. Ja, wir sind natürlich wieder mal nicht angeschnallt, warte mal. We go here now. Da wird mir erstmal von den Bullen angehalten jetzt. Der andere zumindest. Wir haben das zweite Haus jetzt. Das ist die Umgebung. Und ich zeige euch mal kurz noch das Stadion. Das liegt hier. Das ist das Rugby-Stadion. Und dahinter, dort ist der Swimmingpool, nennt sich das. Sowas wie eine Schwimmhalle mit einem kleinen Fitnessstudio, was aber relativ schlecht ist. Dieses Haus ist es. Gehen wir mal rein. Das ist jedenfalls 2 Volletagen. Dann die klassischen Treppen, Außentreppen. Also meistens erreicht man das obere Geschoss über die Außentreppe.
Ogan, okay? Gehen wir mal nach hinten. 500 Quadratmeter vielleicht. Also hier scheint Schluss zu sein. Können wir aber gleich nochmal rausfinden. Wenn es natürlich bis ganz hinten geht, wäre es noch ein bisschen geiler. Und ja, Fassade müsst ihr jetzt noch machen, wenn ihr sowas kaufen wollt. Aber die Fenster sind teilweise schon erneuert. Da ist die scheinbar aber am Wasser. Huh? This is with documents from here. This, yeah? Yeah, but this one also those, but no documents. Yes, but you can as make usual. It as usual, yeah. Okay. But you can make it. You know, Also sie hat gesagt, grandfather's. one second. Dort ist die Grenze, aber man kann bis ganz hinten das nutzen. Da gibt es bloß noch keine Dokumente. Die könnte man aber eben machen, wenn man es kaufen will. Finde ich ja schön, dass die es wenigstens mal sagen. In der Regel wollen sie einmal dann irgendwas verkaufen und dann steht dann plötzlich nur noch die Hälfte drauf, obwohl sie das andere angepriesen haben. Ja, aber okay. Ja. This is without documents now, yeah? Fathers, Yeah. This one also those. From but no from new where documents. is this without documents? From here or from there? From this Okay. gate. Also bis zu dem. Ja. Bis zu dem geht's. Und da hinten der Garten, der ist dann ohne Dokumente. Also ist noch ziemlich groß. Hat Probleme. So, hier hat man, das ist noch von früher, auf alten Zeiten. Es ist so, hinten das Grundstück, das ist halt nicht eingetragen, kann die aber benutzen und man kann das eintragen lassen. Man muss nur 2 oder 3 Nachbarn fragen, ob das immer schon so war. Und dann geht man zum Amt und kann das machen. Kostet aber 6 Lari pro Quadratmeter. Also das sind hinten ungefähr nochmal 800, 900 Quadratmeter, könnt ihr euch ausrechnen. Sagen wir mal grob 5.000 bis 6.000 Lari wird es nochmal kosten, ungefähr 1,8, 2.000 Euro. Und dann hat man das eingetragen. Ich würde es vorher machen, ehrlich gesagt, bevor man sowas kauft. Aber grundsätzlich gibt es da eigentlich keine Probleme. Ja. Man kommt hier rein und hier ist erstmal die Toilette. Und ehrlich gesagt sieht es von innen nicht schlecht aus. Wesentlich besser, als der äußere Eindruck vermuten lassen hat. Küche ist ganz vernünftig. Klar, ich meine, Fliesenlegearbeiten hier in Georgien sind jetzt nicht deutsche Qualität in der Regel, obwohl die auch manchmal nachlässt. Und dann hat man ja so einen schönen großen Geil, Tachi. Mal so ein schöner großer Raum, allerdings muss man das Holz mögen. Ne? Rollerpelli, okay? So, dann hat man hier halt so ein paar Schlafräume. Die sind jetzt auf den ersten Blick jetzt noch nicht gemacht. Einfach wahrscheinlich so Kleiderraum, Gästeraum, whatever. Made it this one. Yeah. It's wood. Ja, ja, ist gut. Mehrere. Das ist das. Schon wesentlich schöner. Also echt ein gutes Haus. Ehrlich gesagt. So, sie ist schwanger, kommt ein Baby. Mal lieber. Okay, jetzt sind wir oben. Wesentlich höher drin. Nice. 3 Meter. Guck mal die hohen Räume an. Was? 3 Meter? Die geil. Ungefähr 4 Meter hoch. Und ja, es ist halt ähnlicher Grundriss wie unten. Hat man hier hinten noch einen Balkon. Ja, das mag ich an den georgischen Häusern. Die haben immer so viel überdachte Fläche draußen, dass man schön Wein trinken kann. Und hier sieht man nochmal den Garten. Vielleicht sehe ich den von da hinten noch besser. Also bis da ganz hinter geht's.
ja, müssen wir ein bisschen was machen. Und wie immer gab es hier immer mal alte Wasserschäden. Ja. Das heißt, die machen dann das Dach neu, aber werden dann in der Regel oben nicht neu tapezieren oder neu streichen und so. Das lassen die dann immer so, wie aus Geld kosten. Und und dann haben wir noch den letzten Raum. Könnte man wahrscheinlich auch öffnen. Da hinten sehe ich noch die Tür versteckt. Und sie hat jetzt gesagt, das Dach wurde vor 3 Jahren neu gemacht. Und deswegen ist das Wasserproblem auch alt. Bloß wie ich gesagt habe, die machen das nicht mehr. Rugby Stadium. Swim. Swimming also. In the back is this. yes. I also already told. Absolut tolles Wetter heute wieder. Mal sehen, wie lange es hält. Zum letzten Haus noch. Grundstücksgröße hatte ich schon gesagt. 1.500 grob. 1,4 wohl, wenn man das hinten mitzählt natürlich. Ohne das, also was eingetragen ist aktuell, sind 600. Und dann muss man dann eben das hinten noch eintragen lassen. Man kann es auch lassen, aber ich weiß, als Deutscher möchte man das alles geregelt haben und würde ich ehrlich gesagt auch so machen. Also das ist die 2000, die man dann noch ausgibt. Oder wie viel auch immer das dann kostet. An denen soll es dann ja nicht scheitern. Und ja, soll 80.000 kosten. Ich sag mal, hier nochmal 20.000 reingesteckt, dann hat man ein schönes Haus. Vielleicht auch 30, keine Ahnung. Und dann hat man halt ein Haus, was neu aussieht quasi. Man es so gemacht hat, wie man es will. Und für 100, 110 absolut in Ordnung in Poti mittlerweile. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, es ist viel zu teuer, keine Ahnung, aber so ist es halt momentan. Und ich weiß, dass sie auch verkauft werden, weil ich habe jetzt zweimal schon gehabt, dass ein Haus, was einen halbwegs guten Preis hatte, so um die 90, 100.000, sofort weg war. Von daher ist halt einfach so. In dem Sinne, wenn ihr irgendwie da Interesse habt, nach Poti zu ziehen oder ins Umland, dann habe ich ja gesagt, wie wir das machen. Ich habe da Vertrauensperson gefunden, wo ich hundertprozentig weiß, dass ich nicht verarscht werde. Und wir suchen euch die Immobilien off-Market raus, soweit es geht. Manche sind natürlich trotzdem schon drin, aber dadurch, dass wir halt durch die Straßen fahren, mit denen wirklich auch reden, die anhauen und sie auch ein sehr kommunikativer Mensch ist und mit den Leuten echt gut umgehen kann, kriegt man da schon die eine oder andere raus, die vorher gar nicht auf dem Zettel war. Die beiden jetzt waren tatsächlich nicht off-Market, weil die zeige ich jetzt nicht im Video, die Off-Market-Immobilien. Die würde ich dann auch lieber den Kunden vorbehalten, für die ich sowieso unterwegs bin. Hoffe ich mal, dass ihr das verstehen könnt in dem Sinne. Ciao.